Am Rand eines kleinen Dorfes lebte eine Frau in einem kleinen, einfachen Haus. Oft fühlte sie sich verloren und allein in dieser kleinen Welt. Ihr Alltag war langweilig und immer gleich. Jeden Tag saß sie am Tisch, schaute aus dem kleinen Fenster und träumte von mehr. Sie wollte mehr Platz, mehr Freiheit und mehr Glück. Wenn ich nur mehr Raum hätte, wäre ich glücklich, dachte sie immer wieder. Doch je mehr sie darüber nachdachte, desto frustrierter wurde sie. Die ständige Unzufriedenheit machte sie traurig und wütend. Manchmal fragte sie sich, ob es an ihr lag. Vielleicht war sie einfach nicht gut darin, glücklich zu sein. Sie fühlte, dass das Leben an ihr vorbeiging, während sie in ihrem kleinen Haus gefangen war. Der Blick auf das Dorf machte sie noch unglücklicher. Dort lebten Menschen, die ein besseres Leben führten. Sie sah sie lachen, spielen und miteinander reden. Es schien, als ob sie alle Freude und Glück in ihren Herzen trugen. »Warum kann ich nicht glücklich sein wie Sie?« fragte sie sich oft. Ihre Sehnsucht nach einem anderen Leben wurde immer stärker. Sie fühlte sich wie ein Gefangener in ihrem eigenen Haus, während die anderen ein erfülltes Leben führten. Eines Tages, während sie wieder über ihre Unzufriedenheit nachdachte, sah sie einen alten Mann auf dem Marktplatz. Er saß auf einer Bank und schaute sie mit ruhigen, verständnisvollen Augen an. Seine Augen schienen viel erlebt zu haben. Er hatte sicher viele Geschichten zu erzählen, die er im Laufe der Jahre gesammelt hatte. Die Frau fühlte sich von seiner Ruhe angezogen. Sie näherte sich ihm und begann mit ihm zu sprechen. Als sie sprach, flossen ihre Worte wie ein Wasserfall. Sie erzählte ihm von ihrer Enge, ihrem Gefühl des Mangels und der ständigen Traurigkeit, die sie fühlte. Der weise Mann hörte geduldig zu. Er ließ sie ausreden, und seine Miene war freundlich und verständnisvoll, was ihr ein Gefühl der Sicherheit gab. »Ich fühle mich so gefangen«, sagte sie schließlich. »Mein Haus ist klein und ich fühle mich allein. Ich träume von einem besseren Leben, aber ich weiß nicht, wie ich es erreichen kann.« Der alte Mann nickte. Als sie geendet hatte, gab er ihr einen einfachen Rat. »Hol dir Tiere in dein Haus, lass Leben hinein.« Die Frau schaute ihn verwirrt an. »Tiere? Was sollen Tiere in einem kleinen Haus bringen? Das wird nichts ändern. Mein Haus wird dadurch nur kleiner und lauter.« Manchmal müssen wir die Dinge anders sehen, um zu erkennen, was wir wirklich haben, sagte er sanft und mit einem Lächeln, das Hoffnung ausstrahlte. Mit einem komischen Gefühl im Bauch verließ die Frau den Marktplatz. Irgendwo in ihrem Inneren keimte der Gedanke, dass vielleicht etwas anders sein könnte. Vielleicht gab es einen Weg, ihr Leben zu verändern. Aber die Unsicherheit über den nächsten Schritt machte ihr Angst. Was würde passieren, wenn sie den Rat des alten Mannes befolgte? Was, wenn es nicht funktionierte und sie weiterhin unglücklich blieb? Dennoch spürte sie, dass sie etwas tun musste, um aus dieser ständigen Traurigkeit herauszukommen. Sie wollte nicht mehr in ihrem kleinen Haus gefangen sein. Es war Zeit für eine Veränderung. Aber was? Die Frau konnte die Worte des alten Mannes nicht aus ihrem Kopf bekommen. Sie wiederholte sie immer wieder in ihren Gedanken, und sie wurden zu einem ständigen Echo in ihrem Inneren. Am nächsten Morgen,
Getrieben von einer Mischung aus Neugier und Verzweiflung, beschloss sie, es auszuprobieren. Sie wollte wissen, ob seine Idee wirklich helfen konnte und ob sie dadurch vielleicht glücklicher werden konnte. Es war eine Entscheidung, die sie mit Hoffnung, aber auch mit Angst traf. Sie ging auf den Markt, wo viele Geräusche der Menschen und der Tiere sie umgaben. Überall herrschte Leben, doch das Gefühl der Enge blieb in ihrem Herzen wie ein schwerer Stein. Es war ein bunter Markt. Die Stände waren voll von frischem Obst, Gemüse und kleinen Tieren. Der Duft von gebratenem Fisch und frischem Brot lag in der Luft, aber trotz all der Farben und Geräusche fühlte sie sich allein und verloren in dieser Welt voller Möglichkeiten. Als sie an einem kleinen Stand vorbeiging, bemerkte sie eine Henne, die fröhlich umherpickte. Die Henne war klein und hatte glänzendes Gefieder. Sie schien so lebendig und glücklich zu sein, während sie den Boden nach Futter absuchte. Impulsiv kaufte die Frau das Tier und brachte es in ihr Haus, in der Hoffnung, dass es ihr Leben bereichern würde. Die Henne war lebhaft und machte Geräusche, die in dem stillen Raum wie ein Sturm wirkten. Zuerst war die Frau begeistert von dem neuen Leben, das in ihr Haus eingezogen war. Es fühlte sich an, als würde etwas frische Energie in die Enge des Hauses kommen. Ein kleiner Lichtblick in ihrem tristen Alltag. Doch bald wurde die Freude von einer neuen Art von Unruhe überschattet. Die Henne lief herum, pickte überall und hinterließ ein Durcheinander aus Federn und Futter. Sie machte viel Lärm, und der Geräuschpegel stieg ins Unermessliche. Die Frau fühlte sich erneut überfordert. »Was habe ich mir dabei gedacht?« fragte sie sich, während sie versuchte, die Henne zu bändigen. Die Enge schien sich mit jedem piepsenden Laut weiter auszudehnen, und ihre Freude verwandelte sich in Stress. Trotz ihrer Enttäuschung wollte sie sich nicht entmutigen lassen. Der weise Mann hatte gesagt, dass sie mehr Tiere holen sollte. Vielleicht würde es besser werden, wenn sie noch ein Tier nahm. Sie dachte, dass ein weiteres Tier ihr Leben bereichern könnte, und vielleicht könnte das Chaos, das sie empfand, damit verringert werden. Also begann sie, nach einer Ziege zu suchen. Eine Ziege war fröhlich und verspielt, und sie hoffte, dass die ihrem Haus noch mehr Lebendigkeit bringen würde. Als sie das Tier nach Hause brachte, war der Lärm schon fast unerträglich. Die Henne und die Ziege schienen um Aufmerksamkeit zu buhlen. Die Henne gackerte laut und die Ziege meckerte ununterbrochen. Die Frau fühlte sich wie ein Zuschauer in ihrem eigenen Leben. Es war, als ob die Tiere das Haus übernahmen und sie nicht mehr die Kontrolle hatte. Die Stunden vergingen, und das kleine Haus verwandelte sich in ein Chaos. Überall lagen Futterreste, und die Tiere waren unruhig und wild. Die Enge, die sie zuvor so sehr verspürt hatte, wurde durch das Geschrei und das Getrampel der Tiere noch verstärkt. Verzweiflung überkam sie, als sie versuchte, die Tiere zu füttern und gleichzeitig das Durcheinander zu beseitigen. »Das ist nicht das Leben, das ich wollte«, flüsterte sie, während sie erschöpft in einer Ecke saß. Ihre Gedanken kreisten ständig um ihre Unzufriedenheit. Sie wollte Frieden und Ruhe, aber alles, was sie bekam, war mehr Lärm und mehr Stress. Der Raum, der einmal ihr Rückzugsort war, fühlte sich jetzt wie ein Käfig an, der sie gefangen hielt. In dieser chaotischen Situation dachte sie an den alten Mann. Er hatte gesagt, dass sie weitermachen sollte. Doch sie fragte sich, ob das wirklich der richtige Weg war. »Vielleicht wird es besser«,
dachte sie, während sie in der Dunkelheit des Abends allein mit ihren Gedanken war. Aber in ihrem Herzen wusste sie, dass das Glück, nach dem sie suchte, nicht so einfach zu finden war. Sie stellte sich die Frage, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hatte und ob die Tiere ihr tatsächlich helfen würden. Das Geräusch der Henne und der Ziege hallte in ihrem Kopf wieder, während sie darüber nachdachte, was sie als nächstes tun sollte. Sie fühlte sich verloren und wusste nicht, wie sie aus diesem Durcheinander herauskommen konnte. Doch tief in ihrem Inneren hoffte sie auf eine Veränderung, die vielleicht bald kommen würde. Eine Veränderung, die ihr endlich Frieden bringen würde. Die Tage vergingen, und die Frau war entschlossen, den Rat des weisen Mannes weiter zu befolgen. Sie wollte die Lösung für ihre Unzufriedenheit finden. Auch wenn es sich bislang nicht so anfühlte, gab sie die Hoffnung nicht auf. Eines Morgens machte sie sich auf den Weg, um eine Kuh zu kaufen. Wenn ich noch ein großes Tier hinzufüge, könnte es vielleicht das Leben in mein Haus bringen, dachte sie hoffnungsvoll, aber auch fast verzweifelt. Die Vorstellung, dass eine Kuh ihr helfen könnte, machte sie nervös, aber auch neugierig. Als sie die Kuh nach Hause brachte, fühlte sie, dass die Wände noch näher zusammenrückten. Die Henne gackerte laut, die Ziege meckerte, und jetzt fügte die Kuh ihr tiefes Muhen hinzu. Das kleine Haus verwandelte sich in ein chaotisches Theater. Jeder Laut durchbrach die Stille, die sie so sehr vermisste. Die Frau war überfordert von all den Geräuschen und der Unruhe. Die Tiere schienen keinen Platz zu haben. Sie traten über ihre Füße und suchten ständig nach Futter, während sie in dem engen Raum gedrängt waren. Die Wände, die sie zuvor als bedrückend empfand, fühlten sich jetzt wie ein Käfig an, der ihr die Luft zum Atmen nahm. »Was habe ich mir dabei gedacht?« fragte sie sich erneut, während der Stress in ihrem Kopf zunahm. In diesem Moment erinnerte sie sich an die Zeiten, in denen sie allein war und sich nach Gesellschaft sehnte. Damals hatte sie gedacht, dass mehr Leben in ihrem Haus sie glücklich machen würde. Doch jetzt wünschte sie sich nichts mehr als Ruhe und Frieden. Nach einigen Tagen bemerkte sie, dass der Boden mit Mist bedeckt war. Die Wände waren voller Staub und die Luft war stickig und schwer. Der Lärm der Tiere erfüllte jeden Winkel des Hauses, und die Frau fühlte sich, als würde sie ersticken. Ihre Hoffnung, dass die Tiere ihr Leben bereichern würden, war in einen Albtraum verwandelt worden. In der Nacht, als die Tiere zur Ruhe kamen, saß die Frau allein auf ihrem kleinen Bett. Die Gedanken überfluteten sie. »Hätte ich nicht einfach damit zufrieden sein sollen, was ich habe?« fragte sie sich. Der Stress und die Unruhe hatten ihre Sicht auf die Welt nur noch düsterer gemacht. Die Tiere, die ihr Leben bringen sollten, hatten nur Chaos und Verzweiflung gebracht, und sie fühlte sich in einem Strudel aus negativen Gefühlen gefangen. Es war eine frustrierende Erkenntnis, die wie ein Schatten über ihr Herz fiel. Sie fühlte sich allein und verloren inmitten des Durcheinanders, das sie selbst geschaffen hatte. Der weise Mann hatte ihr geraten, mehr Leben in ihr Haus zu bringen, aber jetzt fragte sie sich, ob er vielleicht einen anderen Weg gemeint hatte. Vielleicht hatte er nicht die Tiere gemeint, sondern eine andere Art von Leben, die sie nicht gesehen hatte, eine Art, die nicht von Chaos und Lärm geprägt war, sondern von Frieden und Zufriedenheit. Die Gedanken wirbelten in ihrem Kopf. Was, wenn das alles umsonst war?
dachte sie verzweifelt. Sie fühlte sich gefangen, nicht nur in ihrem kleinen Haus, sondern auch in ihren Gedanken. Immer wieder fragte sie sich, wie sie aus dieser Situation herauskommen konnte. Sie erinnerte sich an die angenehmen Momente in ihrem Leben, als alles einfacher war und sie die kleinen Dinge wertgeschätzt hatte. Doch jetzt schien alles verloren. Die Tiere, die sie als Lösung gesehen hatte, waren nun die Quelle ihres Unglücks, und die Traurigkeit hatte sie fest im Griff. Es war klar, dass etwas nicht stimmte. Vielleicht war es an der Zeit, den nächsten Schritt zu wagen. Aber was konnte sie tun? Eine Entscheidung musste her. Vielleicht musste sie die Tiere wieder nach draußen bringen, um endlich wieder Ruhe in ihr Leben zu bringen. Es war klar, dass der Rat des alten Mannes nicht die Lösung für ihr Problem war. Die Frau seufzte tief und schaute aus dem Fenster. Sie wollte Frieden und eine klare Sicht auf ihr Leben. Sie wusste, dass sie handeln musste, aber sie war unsicher, wie es weitergehen sollte. Ein Teil von ihr wollte den alten Mann fragen, ob es einen anderen Weg gab. Doch der andere Teil war zu stolz dazu, und sie wollte keine Schwäche zeigen. Schließlich wusste sie, dass die Zeit gekommen war, um etwas zu verändern. Es konnte so nicht weitergehen. Sie wollte die Kontrolle über ihr eigenes Leben zurückgewinnen. Mit einem neuen Gefühl der Entschlossenheit stand sie auf und beschloss, einen Plan zu machen. Vielleicht war es an der Zeit, ihre Sicht auf die Dinge zu ändern und mutig zu handeln, um das Glück zu finden, das sie so sehr ersehnte. Hier ist die erweiterte Version des Kapitels mit etwa 100 zusätzlichen Wörtern, ohne Absätze. Die Tage zogen sich wie Kaugummi, und die Frau fühlte sich ausgebrannt und erschöpft. Das kleine Haus, das einst wie ein Gefängnis wirkte, war jetzt ein Ort des schier unerträglichen Lärms und des Chaos. Sie konnte nicht mehr durchatmen, ohne an die Henne, die Ziege und die Kuh zu denken, die ihr Leben so sehr verkompliziert hatten. Die Tiere, die sie als Lösung für ihre Einsamkeit gesehen hatte, hatten sich in eine Quelle von Stress und Unordnung verwandelt. Eines Abends, als die Sonne langsam unterging und ein sanftes Licht durch die Fenster fiel, saß die Frau auf dem Boden, umgeben von ihren Tieren. Die Henne gackerte laut, die Ziege sprang aufgeregt umher und die Kuh stand einfach nur da und schaute sie an. Ein Gefühl der Ohnmacht überkam sie. Sie spürte die Tränen auf ihren Wangen und wusste, dass sie einen Wendepunkt erreicht hatte. »So kann es nicht weitergehen«, flüsterte sie, während sie die ersten Tränen der Verzweiflung vergoss. In diesem Moment erschien der weise Mann wieder in ihren Gedanken. »Hol dir Tiere«, hatte er gesagt. Aber das hatte sie nicht wirklich verstanden. Sie hatte das Leben in ihr Haus hineingezogen, aber es war nicht das Leben, das sie brauchte. Es war Chaos, nicht die Erfüllung, nach der sie suchte. Am nächsten Tag beschloss sie, den alten Mann erneut zu besuchen. Sie brauchte Klarheit, sie brauchte einen Ausweg aus ihrem Durcheinander. Auf dem Weg zum Marktplatz war ihr Herz schwer und ihre Gedanken wirbelten. »Was, wenn er mich nicht versteht?«, fragte sie sich. »Was, wenn er mich für schwach hält?« Doch die Sehnsucht nach einer Antwort war stärker als ihre Angst. Sie wusste, dass sie etwas ändern musste, um wieder Frieden zu finden. Als sie den weisen Mann fand, saß er wieder auf der gleichen Bank wie beim letzten Mal. Er sah sie an und wartete darauf, dass sie sprach.
Es fiel ihr schwer, die richtigen Worte zu finden. Ihr Kopf war voll von Gedanken und Fragen, und die Unsicherheit nagte an ihr. Schließlich brach es aus ihr heraus. »Ich habe die Tiere geholt, aber jetzt fühle ich mich noch unglücklicher. So wie es ist, kann ich nicht leben.« Der weise Mann nickte langsam, als ob er bereits wusste, was sie fühlte. Sein Blick war ruhig und verständnisvoll. Er wartete geduldig, bis sie weitersprach. »Die Henne, die Ziege, die Kuh, sie machen mein Leben nicht besser. Ich dachte, ich würde glücklich werden, wenn ich mehr Leben in mein Haus bringe. Aber ich habe nur mehr Chaos und Lärm bekommen. Ich fühle mich gefangen und unglücklich, und ich weiß nicht, was ich tun soll.« »Bring sie wieder nach draußen«, sagte der Mann einfach. Die Worte trafen sie wie ein Blitz. Es war so einfach, so klar. In diesem Moment verstand sie, dass ihre Unzufriedenheit nicht von der Größe ihres Hauses oder dem Fehlen von Tieren abhing. Es lag an ihrer eigenen Sichtweise. Sie hatte versucht, die äußeren Umstände zu ändern, ohne die innere Unruhe anzugehen, die sie plagte. Mit einem neuen Gefühl der Entschlossenheit kehrte sie nach Hause zurück. Sie wusste, was sie zu tun hatte. Die Tiere mussten wieder nach draußen. Vielleicht war das der Schlüssel zu der Freiheit, nach der sie sich so sehr sehnte. Der Gedanke daran machte ihr Angst, aber gleichzeitig fühlte sie sich erleichtert. Es war Zeit, die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen. Als sie zu Hause ankam, atmete sie tief ein. Der Lärm der Tiere war laut und die Unordnung um sie herum war groß. Doch jetzt wusste sie, dass sie nicht länger warten konnte. Sie musste handeln. Die Tiere mussten ins Freie, wo sie Platz hatten, um zu leben und zu spielen. Mit einem entschlossenen Schritt ging sie zur Henne. Sie öffnete die Tür und führte das Tier nach draußen. Die Henne flatterte und gackerte, als wäre sie glücklich, wieder im Freien zu sein. Als nächstes holte sie die Ziege. Die Ziege sprang fröhlich umher, und die Frau konnte nicht anders als zu lächeln. Schließlich war die Kuh an der Reihe. Es war das größte der Tiere, und es dauerte einen Moment, bis sie es nach draußen brachte. Als die Tiere endlich draußen waren, fühlte sie sich erleichtert. Die Stille, die folgte, war eine Wohltat. Die Wände ihres kleinen Hauses schienen sich zu heben, und der Raum fühlte sich weit und offen an. Sie konnte wieder klar denken. Jetzt, wo die Tiere draußen waren, wurde ihr klar, dass das Glück nicht nur von äußeren Umständen abhängt. Es liegt auch an der Art, wie man die Dinge sieht. Sie hatte gelernt, dass sie manchmal einfach loslassen musste, um Platz für das zu schaffen, was wirklich zählt. Die Freiheit, die sie jetzt spürte, war eine neue Erfahrung für sie, und sie wollte sie voll auskosten. Sie wusste, dass sie in Zukunft anders mit ihrem Leben umgehen würde. Als die Frau an ihrem kleinen Haus ankam, fühlte sie ein neues Gefühl in ihrem Herzen. Es war eine Mischung aus Nervosität und Entschlossenheit, eine Kraft, die sie vorher nicht gespürt hatte. Sie wusste, dass es Zeit war, die Tiere wieder nach draußen zu bringen. Es war nicht nur eine Entscheidung, es war ein Befreiungsschlag, den sie dringend brauchte, um die Last der letzten Tage abzuwerfen. Sie hatte genug von dem Lärm und dem Chaos im Haus, das ihr den letzten Nerv raubte. Zuerst ging sie zur Henne. Sie öffnete die Tür und sah, wie das Tier neugierig herausschaute. Die Henne war lebhaft und piepste aufgeregt, als ob sie die Freiheit spürte. »Komm, kleine Henne, du bist jetzt frei«,
flüsterte sie sanft und führte die Henne vorsichtig aus dem Haus. Als die Henne ins Freie flatterte, spürte die Frau, wie ein großes Gewicht von ihren Schultern fiel. Die frische Luft draußen schien sie zu umarmen und erfüllte sie mit neuer Energie. Für einen kurzen Moment fühlte sie sich glücklich und befreit. Als nächstes war die Ziege an der Reihe. Sie war lebhaft und sprang umher, als die Frau sie hinausführte. »Hier ist ein Platz, nicht drinnen«, sagte sie und beobachtete, wie die Ziege fröhlich über den Hof hüpfte. Die Ziege schien die Freiheit zu genießen, und das Lächeln der Frau wurde breiter. Es war schön zu sehen, dass die Tiere sich freuten, und in ihrem Herzen begann ein Gefühl der Zufriedenheit zu wachsen. Und schließlich kam die Kuh. Die große Kuh war ruhig, aber es fiel der Frau schwerer, sich von ihr zu trennen. Sie hatte viel Zeit mit dem Tier verbracht und fühlte eine besondere Verbindung zu ihr. Doch sie wusste, dass es das Richtige war. »Du gehörst nach draußen, wo du grasen kannst und nicht in einem engen Raum leben musst«, murmelte sie leise und brachte die Kuh zurück in den Garten. Als die Tiere endlich draußen waren und die Tür hinter ihnen ins Schloss fiel, atmete die Frau tief ein. Die Stille, die folgte, war eine Wohltat. Es war, als ob das kleine Haus plötzlich wieder Platz hatte. Die Wände, die sie einst eingeengt hatten, schienen sich nun weit und offen anzufühlen. Sie setzte sich an ihren Tisch und schaute aus dem Fenster. Das Licht fiel sanft auf den Boden und erhellte den Raum. Die Luft war klarer als zuvor, und sie fühlte, wie sich ihr Geist zu beruhigen begann. Plötzlich merkte sie, wie viel Platz sie tatsächlich hatte, auch wenn das Haus klein war. Es war nicht die Größe des Hauses, die sie glücklich machte. Es war die Freiheit von der Last der Tiere und ihrer eigenen Erwartungen. Mit einem Lächeln auf den Lippen fühlte sie sich leicht und befreit. Sie begann die kleinen Dinge zu schätzen, die sie zuvor übersehen hatte. Das Licht, das durch das Fenster fiel, das Zwitschern der Vögel draußen und die Schönheit des einfachen Lebens. Der Garten war voller Farben und Leben. Die Blumen blühten und die Bäume rauschten sanft im Wind. In diesem Moment wurde ihr klar, dass Glück nicht von äußeren Umständen abhing, sondern von der Art und Weise, wie sie die Welt sah. Sie hatte gelernt, dass man manchmal erst erkennen muss, wie gut etwas ist, wenn es vorher schlechter war. Die Frau fühlte sich plötzlich dankbar für ihr kleines Haus, für die Stille und für die Erkenntnis, dass das wahre Leben nicht in der Fülle, sondern in der Schlichtheit lag. Diese Erkenntnis war wie ein Lichtstrahl in ihr Herz. Sie wusste jetzt, dass sie die Kontrolle über ihr eigenes Glück hatte und dass das Glück in den kleinen, einfachen Freuden des Lebens lag. Gerade jetzt, in dieser ruhigen und friedlichen Atmosphäre, spürte sie, wie sich ihr Herz öffnete. Sie dachte über die Zukunft nach. Vielleicht würde sie wieder nach draußen gehen, um die Natur zu genießen und den Garten zu pflegen. Vielleicht würde sie sogar einen kleinen Garten anlegen, um frisches Gemüse zu pflanzen. Es gab so viele Möglichkeiten, und die Freiheit fühlte sich wunderbar an. Die Tiere draußen schienen jetzt viel glücklicher zu sein. Die Henne pickte im Gras, die Ziege sprang und spielte, und die Kuh graste friedlich. In diesem Moment wusste die Frau, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte. Die Tiere brauchten ihren Platz draußen,
und sie brauchte ihren Raum für sich selbst. Mit dieser neuen Perspektive auf das Leben fühlte sie sich gestärkt. Ein neues Kapitel begann, und sie war bereit, es zu schreiben. Sie wusste, dass die Zeit gekommen war, um glücklich zu sein. Und das Glück lag nicht in den Dingen, die man hat, sondern in den einfachen Freuden des Lebens und der Freiheit, die man sich selbst gibt. Die Geschichte der Frau und ihrer Tiere ist mehr als nur ein einfaches Märchen. Sie ist eine Lektion über das Leben, über die Suche nach Glück und über die Wichtigkeit, den eigenen Raum und die eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Oft konzentrieren wir uns so sehr auf das, was wir glauben zu brauchen, dass wir die einfachen Dinge im Leben übersehen. Die Frau dachte, dass mehr Tiere ihr Glück bringen würden, doch sie lernte, dass wahres Glück nicht von äußeren Umständen abhängt. Es liegt in der Art und Weise, wie wir die Welt um uns herum sehen und welche Bedeutung wir den kleinen Momenten in unserem Leben beimessen. Die Moral dieser Geschichte ist klar. Manchmal müssen wir loslassen, um Platz für das Wesentliche zu schaffen. Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, um innezuhalten und den eigenen Bedürfnissen zuzuhören. Oft kann das Streben nach mehr und das Festhalten an Dingen, die uns nicht gut tun, uns in eine Sackgasse führen. Indem die Frau die Tiere nach draußen brachte, fand sie nicht nur Frieden, sondern auch eine neue Perspektive auf ihr Leben. Sie erkannte, dass Glück nicht in der Fülle, sondern in der Einfachheit und Klarheit liegt. Diese Erkenntnis ist wertvoll und kann uns allen helfen, ein erfüllteres Leben zu führen. Ich hoffe, dass dir die Geschichte gefallen hat und dass sie dir dabei hilft, nicht nur über das Leben nachzudenken, sondern auch deine Deutschkenntnisse zu verbessern. Geschichten sind eine wunderbare Möglichkeit, eine Sprache zu lernen, da sie Emotionen und Gedanken transportieren und gleichzeitig den Wortschatz erweitern. Es macht Spaß, sich in die Welt der Charaktere hineinzuversetzen und ihre Erfahrungen nachzuvollziehen. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, zögere nicht, einen Kommentar zu hinterlassen. Teile deine Gedanken und Eindrücke. Dein Feedback ist wertvoll und hilft, die Geschichten weiter zu verbessern. Wenn du magst, kannst du auch den Gefällt mir-Button anklicken und die Geschichte mit deinen Freunden teilen. So können auch sie in den Genuss dieser Geschichte kommen und vielleicht einige wichtige Lektionen fürs Leben lernen. Vielen Dank fürs Lesen. Deine Unterstützung ist wichtig und wird sehr geschätzt. Ich wünsche dir viel Freude beim Deutschlernen und hoffe, dass du weiterhin viele Geschichten entdecken und genießen wirst.